Das malerische Kartäusertal ist bis heute ein beliebtes Naherholungs- und Ausflugsgebiet der nahen Städte Nördlingen und Donauwörth. Am 6. Mai 2012 wurde vor der Burg eine Stauferstele zu Ehren von Friedrich von Hörnheim, der am 29. Oktober 1268 gemeinsam mit dem letzten Stauferkönig Konradin in Neapel enthauptet wurde, eingeweiht. Den Festvortrag hielt der deutsche Ex-Astronaut und Physiker Ulf Merbold. Die Burg Niederhaus ist die Ruine einer stauverzeitlichen Höhenburg auf 490 Meter über Normalnull in der Nähe von Ederheim im Ries im Landkreis Donau-Ries in Schwaben. In unmittelbarer Nähe der Ruine hat sich der noch bewirtschaftete ehemalige Wirtschaftshof erhalten. Nur etwa einen Kilometer entfernt liegt die große Burgruine Hochhaus auf einer Randhöhe des Kartäusertals. Die Burg wurde im 12. Jahrhundert als Stammsitz der Edelfreien von Hörnheim errichtet.
Aus dem Bereich Worms und Speyer waren sie hierher gekommen. Im 10. Jahrhundert waren sie noch mit einer Hofstelle in Hörnheim selbst ansässig gewesen. Der ursprüngliche Name der Anlage war Burg Hörnheim, später wurde die Weste zur Unterscheidung von der nahen Burg Hochhaus als Niederhaus bezeichnet. Ob sich anstelle der heutigen Burg schon früher eine Wehranlage befand, ist rein spekulativ. Jedenfalls deuten die eindrucksvollen Doppelgräben auf eine solche frühmittelalterliche Burganlage hin. Nur wenige Kilometer entfernt liegt auf dem Weiherberg eine riesige Ungarnschutzburg im Wald. Die Burgstelle Niederhaus könnte also durchaus auch als Ungarnrefugium gedient haben. 1379 verwüsteten Truppen des Schwäbischen Städtebundes die Burganlage, die in der Folge rasch wieder instand gesetzt wird. Mit Hans Johann sterben die Herren von Hörnheim 1585 im Mannesstamm aus, die Tochter verkauft die Burg 1597 an die Grafen von Oettingen für 38.000 Gulden. Im Dreißigjährigen Krieg fordert ein schwedischer Reitertrupp Proviant von der Burgbesatzung, der verweigert wird. Angeblich soll die Tochter des Burgvogtes sogar den schwedischen Hauptmann erschossen haben. Nachdem die Schweden Verstärkung angefordert hatten, belagerten sie die Burg und drangen in der Nacht durch eine Bresche im Wasserturm in den Burghof ein. Die daraus resultierenden Zerstörungen scheinen nicht so gravierend gewesen zu sein. Die Burg wurde jedenfalls nochmals instand gesetzt und 1709 für 53.000 Gulden an den Deutschen Orden veräußert. Als der Deutsche Orden 1805 im Zuge der Säkularisation aufgelöst wird, gelangt die Burganlage an das neu gegründete Königreich Bayern. Im Zuge der Ruinenromantik des 19. Jahrhunderts ließ man die beiden Nachbarburgen Hoch- und Niederhaus absichtlich zu Ruinen verkommen. Der Bergfried mit etwa 6,5 mal 6,5 Meter und einer Höhe von 23 Meter, ehemals ca. 30 Meter, zählt der Bergfried zu den kleineren Vertretern seines Bautyps. Die Mauerstärke beträgt ca. 1,70 Meter.
Der Hocheingang liegt an der Südseite, heute gelangt man auch im Erdgeschoss ins Turminnere. Die Fundamente sollen dem 12. Jahrhundert angehören, in seiner heutigen Form dürfte er aus dem 13. Jahrhundert stammen. In das Quadermauerwerk aus Suividstein sind einige Buckelquader eingearbeitet. Der heute dreigeschossige Palas schließt sich direkt an den Bergfried an, das ehemalige 4. Geschoss hat sich nur in Resten erhalten. Der Palas hatte die Grundmaße von 29 x 13,6 Meter. Der Zutritt zum Palas erfolgte über einen im Burghof stehenden dreigeschossigen Treppenturm, welcher etwa 4 Meter vor der Palaswestseite stand. Es war der einzige Zugang zum Palasgebäude. In diesem 3. Geschoss des Palas befand sich auch die Kemenate. Die Obergeschosse weisen zahlreiche Fensteröffnungen auf. Das Mauerwerk gehört Wesentlichen dem 13. und 14. Jahrhundert an und entspricht dem des Bergfriedes.